Ja, meine Damen und Herren, wir sind noch immer bei Sherlock Holmes, beim berühmten Detektiven Schüsse im Mondlicht im letzten Fall von Sherlock Holmes. Wir müssen den Mord da zwischen die zwei Herren aufklären. Da steht es genau, Schüsse beim Mondlicht, sind wir angekommen. Der junge Vigilance von der Spezialeinheit bittet Holmes bei einer Familienangelegenheit um Hilfe. Sein älterer Bruder, der Leiten, wurde also verhaftet. Er soll einen zweifachen Mord verübt haben. Eigentlich unvorstellbar eigentlich. Aber ja, was soll man, wenn man auf der Straße lebt? Das hat man in den vorgehenden Sherlock Holmes auch gesehen. Wer Jack the Ripper gespielt hat. Ja. So unwahrscheinlich kann es auch nicht sein, aber schauen wir mal. Ich habe noch kurz einen Schluck Kaffee genommen. Gut. Zunächst einmal haben wir in den vorgehenden Videos, wie gesagt, bereits schon ein Holzstück gefunden. Ja. Ein Holzstück haben wir da gefunden. Bei der Leiche und ein Schlüssel, den wir bei Kenneth Butler bereits gefunden haben, habe ich euch ein paar Sonnen unterschlagen. Nein, kommt noch nicht. Ein sehr mystischer Ort. Eigentlich, das ist ein Constable Mirror. Könnte man eventuell auch noch reden. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Aber der hat ja schon uns einige Details gesagt. Das ist wie gesagt der abschließende Fall. Warum abschließende Fall? Weil es gibt nur 6. Wir haben ja bereits, also ich habe bereits mit euch alle Teile bisher schon gespielt. Der schwarze Peter, das Rätsel auf den Gleisen, das Blutbad, die Affäre Epic Grange und das Drama von Kew Gardens. Und nun gehen wir also Schüsse in Mondlicht. Ein unglaublicher Titel eigentlich für einen Sherlock Holmes, aber ja, das wäre nicht Sherlock Holmes. Das ist der Vigilance und das ist da anscheinend ein Augenzeuge gewesen, der Ryan Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Aber wie wir es auch gelernt haben in den letzten Wochen, checkt man an einmal. Oh, da haben wir nichts. Checkt man an. Oh, eine Münze, also ein Orden, Balakalava, Kriegsveteran. Aha, Kriegsveteran war er. So, da noch. Da fehlt der Knopf. Der Knopf anscheinend. Fehlende Knöpfe, armes Leben. Was hat er da noch? Das sind so Merkmale gewesen in den letzten Wochen von den Tätern, also Personen, mit denen wir geredet haben. Und braucht Stütze, schwaches Bein, hinkt, aha, okay. Also wie gesagt, Kriegsveteran, armes Leben, hinkt. Also, ja. Aussage einmal. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed a lamp from my nightstand
and I rushed towards the window. I looked down, and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Naja, man muss sich das jetzt einmal so vorstellen. Er war schon zu Bett gegangen, als kurz darauf das Feuerwerk losging. Und dann hörte er plötzlich deutlich 2 Schüsse, nahm seine Lampe und ging ans Fenster. Ja, also das muss man sich jetzt einmal so vorstellen. Was aber auffällt, oder was euch merkt vielleicht, den Fall, dass er hinkt. Ja. Aber gut, sonst noch jemand? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Ja, 2 einzelne Schüsse. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Nach der Flucht. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half-moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Gut, da haben wir, wie gesagt, Mr. Turner hat ein schwaches Bein, weswegen er hinkt. Der Mr. Turner ist um die 60 Jahre alt und ein Veteran aus dem Krimkrieg, worauf er sehr stolz ist. Vermutlich wurde er im Krieg am Bein verletzt und hinkt seitdem. Ryan Turner lebt in verhältnismäßig armen Verhältnissen. Jo, das heißt, das wird einmal, gleich mal das erste Mal kombinieren. Das werden wir gleich mal das erste Mal kombinieren. Die Mr. Turners Aussage. Mr. Turner hat gesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis Leighton von der Polizei festgenommen wurde, der aus der Vigilable Street kam. Nur war das ein dunkles Fenster. Constable Merrow blickte hoch zu Mr. Turners Fenster, als er an den Leichen vorbei lief. Dabei sah er niemand dort stehen. Es war kein Licht im Fenster. Bitte nachschaubar im letzten Video. Ergibt widersprüchliche Aussage. Mr. Turner hat gesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Merrows Aussage, der niemand am Fenster gesehen hat. Bitte nachschaubar im letzten Video. Mr. Turners Wohnung durchsuchen. Das müssen wir jetzt als nächstes tun. Erfragen. Mr. Turner behauptet, er sei die ganze Zeit am Fenster seiner Wohnung gestanden. Laut Constable Merrows Aussage hingegen war niemand am Fenster zu sehen. Naja, unterstellen wir es jetzt auch nicht. Ui, da war jetzt viel. Ui, Jägel. Okay, da müssen wir sie einmal befassen. Gut. Gehen wir es an. Das heißt also, er hat da eine Falschaussage getätigt, der liebe Herr. Sollte er nicht, aber ja. Zum Michigan brauchen wir jetzt momentan nicht gehen. Ja, wahrscheinlich ist auf die Mauern da wieder, bevor es, ja, sind so die Plakate. Ja, das ist halt leider Gottes der Slum. Was soll man machen? Das ist eine heruntergekommene Gegend, praktisch. Da sind so, weiß ich nicht, da ist irgendwo so Aufschrift, Hallgleis, Torten, Schuhrepairs, ja, das
Half Moon Street. Das sind auch irgendwelche Zielen, aber die sind zum jetzigen Zeitpunkt egal. Erinnert mich ein bisschen an der Gegend an den Jack the Ripper oder das Testament von Sherlock Holmes, diese Gegend. Und das ist die nächste Zeugin gewesen, die Polly Powell. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Merkwürdigerweise kann man die jetzt leider nicht analysieren. Das ist die einzige Person, was du nicht analysierst im ganzen Spiel. Ja, also nicht das jetzt suchen, aber ja. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Die Schüsse. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Sonst niemand? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Die Powell. kann es eine gewesen sein. Gehen wir von dem aus, dass sie sowieso keine Mörderin ist. Die kann sowieso keine Mörderin sein. Die Miss Powell. Die ist die einzige Person, was... Anscheinend haben sie vergessen gehabt. Keine Ahnung. Das ist... das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich die einzige Person, die sie vergessen haben. Da. Und wahrscheinlich dann auch nicht den Charakter. This mirror is turned towards Half Moon Street. Der Spiegel ist auf die Half Moon gerichtet. Das Spiegelbild übrigens auch wieder. Ist wurscht. Also wie gesagt, dieser Spiegel zeigt auf das Half Moon. Gut, was haben wir da noch? Eine Gasse. Die Whitechapel High Street. Da stehen ein paar Personen umeinander. Ja, da kann man nicht weitergehen, Leute. Das ist ja mal schade. Ja, das Eppe. Das Eppe. Das sind ein paar Leute, stehen da mitten in der Nacht umeinander. Ja, da kann man auch nicht weitergehen. Leider. Das ist halt leider so, da ist hinten auch nichts versteckt, nicht wirklich. Kann man da rein... Oh, Tür öffnen. Locked. 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 So, das Thema hätten wir erledigt. Das Thema hätten wir auch locked. Hätten wir auch erledigt. Locked. So, falls einer mich fragt, ob wir da drüber reden können. Locked. Oder? Locked. Locked. Passt, hätten wir erledigt. Gut. Locked. Naja, weißt du, meine Kumpels sind meine größten Zuschauer, meine größten Kritiker. Locked. 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 Mit dem Haber, da kann man nicht einmal mehr reden. Okay. Also, ja, ist schon echt. Also da gibt's nichts mehr.
Können wir noch zurückgehen. Da ist auch nichts mehr, da ist wirklich nichts mehr, Freunde. Gut, jetzt können wir noch mal mit den Vigents reden. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Du hast leider keine gute Nachricht. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Leider. Is he all right? Ja, leider geht das nicht. Aber wir müssen jetzt noch mal mit Mr. Turner reden. Mr. Turner? Widersprüchliche Aussage. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Ja. Wir wissen, dass deine Aussage eine falsch ist. Also brauchen wir gar nicht reden, weil wir wissen ja, dass das da mit dem Constable Merrill nicht übereinstimmt. Also brauchen wir gar nicht lange übereinander überlegen. Das war Turners Aussage. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. Also, We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. ja. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Also. Ja, schon allein das Hinken. Mr. Turner appears to live very modestly. Schon allein das Hinken, Leute. Kann er schon lange das nicht gemacht haben und so schnell am Fenster gewesen sein. Ja, also. Okay, betrachten wir mal das Feuer. Betrachten wir nochmal das Feuer. So, werden wir unser Talent wieder einschalten. So, was haben wir da? Mal Holz, Asche, verbrannte Seite. Aha. Verbrannte Seite, interessant. War da drin? Aha, warte mal. Seite, das haben wir. Eine verbrannte Seite. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Das werden wir da umdrehen. These words are illegible. Eine verbrannte Seite. Ja, super. Was haben wir da noch? Feuer. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Okay, so ist vor kurzem ins Feuer geworfen. Das war es vor kurzem, also das war so irgendwas, was er unbedingt vernichten hat wollen. Oder hat er müssen vernichten. Das vergisst man dann nämlich ganz gern da am Feuer. So, was haben wir da noch? Oh, eigentlich ganz gemütlich eingerichtet. Kerze. Gut. Was haben wir da noch? Ein Tisch. Wie immer die Times. Also die Times ist überall vorgekommen. Ja, vorher hat man noch die Times gelesen. Bücherregal. Was haben wir da? Was haben wir da eigentlich? Was ist das? Paar Stocker, huh? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Okay, der hat da in der Eile was gesucht. Ein Nullbracker ist das. Schau's mal an. Da liegt der Nullbracker. Null, oder haben wir da? Gehstock. Der ist abgebrochen. Das Suchen. This walking stick is broken. It was placed here quite recently. Interessant.
interessant, das Ganze da. Interessant da, das Ganze. Das Holzstück anbringen. Aber das Anbringen da, das Holzstück, na A passt perfect perfekt. match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Gott noch. Also muss er wirklich unten gewesen sein, der Wappler. Der Wappler. Der Wappler muss da wirklich unten gewesen sein. So, was haben wir dann da noch? Ja, so hat man das früher leider, da hat man kein richtiges Badezimmer gehabt, da hat man noch so eine Art Krug gehabt und da so ein Topf. 1889, naja, an den Jahrhundertwende herum. Ja, Jahrhundertwende 1900 herum. Da hat man nur so einen Tisch gehabt, eine Kommode oder ja, ein Tisch oder was das war und so einen Topf oder einen Krug und einen Spiegel und so ein Rasiermesser. Mehr hat man damals nicht gehabt, Leute, also da muss man ja ehrlich sagen, geht's uns perfekt. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Geht uns halt Leiwand. Was hat er da noch gehabt? Bücher, Kommode, Kisten, der berühmt-berüchtigte Schreibtisch von damals, hat man auch schon damals gehabt. Ein paar Bücher, ja, Mistkübe. Ja, da hat man ja immer gehabt, Wassereimer, ja, da. Wassereimer. Ja. Gut, was haben wir da noch? Die Hut haben wir da ein paar Schuhkasten, Blumenvase. Ja, da war Kredenz mit Geschirr wahrscheinlich. Eine Aufbewahrungskiste. Was ist das? Ah, weiß ich nicht. Zeitungen liegen da. Das war damals die Küche, ja. Mehr hat man damals leider nicht gehabt. Also was Küchentisch. This kitchen knife is quite sharp. Scharf, aha. Warte mal, da müssen wir. Unter der Lente einschalten, Küche, Bauchspuren. Zerschnittene Seite. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Also Papier zerschnitten ist da worden. Das ist, wie gesagt, Papier zerschnitten worden, da, Küchenmesser. Ja, was soll man großartig sagen? Das heißt, da hat man so einen Sitz gehabt. Das war die Küche von früher. Kann ich nicht durchgehen, oder? Na, schade. Ja, das war der Ofen. Ja, noch Kohle, also da hat man noch so einen Ofen gehabt, einen alten. Das war die Ortsfläche dort. Manche haben noch so einen Weinträger gehabt da und das war alles. Natürlich hat man damals auch schon modernere Küchen gehabt, aber er hat sich das nicht leisten können, nicht? Das ist klar. Ja, ein bisschen ein paar Pflanzen als Dekoration, das war's dann eigentlich. Ne? Das war's eigentlich dann. Ne? Auf gut Deutsch. Gut, das war's halt schon wieder mal. Und dann wir dann morgen weiter. Also im nächsten Video, nächsten Video dann. Gut, Bausparer 1974 wünscht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bussi aufs Brocki und bleibt's mal sauber. Gut, tschüssi, Baba.